Hallo, mein Name ist Katharina und du bist auf dem Kanal, wo sich eine gewöhnliche Zeitung in etwas Schönes und Nützliches verwandelt. In diesem Video flechten wir einen quadratischen Korb aus ganz normalen Zeitungen. Mit einem interessanten Muster, einem durchbrochenen Randabschluss und einer Trennwand-Ei am Inneren. Ein funktionales, aber gleichzeitig einfaches und praktisches Ding, das bei der Organisation der Aufbewahrung hilft. Nun weniger Worte, mehr Taten. Los geht's! Für diesen Korb brauchte ich etwas weniger als 200 Zeitungsröhrchen. Lasst uns schnell durchgehen, wie man sie macht. Schau, wir brauchen Zeitungen oder Werbemagazine. Wir schneiden sie in Streifen und drehen jeden zu einem Röhrchen. Damit sie gleichmäßig werden, ist es besser, eine Stricknadel oder einen anderen dünnen, stabilen Stab zu verwenden. Einen Spieß, eine Speiche von einem Regenschirm, eine Fahrradspeiche, was auch immer du findest. Wir wickeln einfach das Papier darum und fertig, die Röhrchen werden gleichmäßig. Übrigens, ich habe bereits ein ausführliches Video darüber, wie man Röhrchen perfekt dreht und auch ein Video, in dem ich 3 häufige Fehler beim Röhrchendrehen analysiere, die den Prozess stören können. Alle Links sind in der Beschreibung, schau mal rein. Wenn die benötigte Anzahl an Röhrchen fertig ist, können wir mit dem Flechten beginnen. Aber ich persönlich flechte nicht gerne mit unbehandelten Röhrchen. Deshalb bereiten wir sie zuerst vor. Wir färben sie, um Farbe zu geben, den Zeitungsdruck zu verbergen und sie haltbarer zu machen. Jede Farbe auf Wasserbasis ist geeignet. Wenn die Farbe dickflüssig ist, verdünne sie mit Wasser. Du kannst mit einem Pinsel malen oder die Röhrchen einfach in die Farbflüssigkeit tauchen. Ehrlich gesagt, der Färbeprozess lässt sich nicht in 2 Worten beschreiben. Es gibt hier seine Tricks, Nuancen und Fallstricke. Aber keine Sorge, ich habe alles ausführlich in diesem Video erklärt und wenn du dich nicht mit den Details beschäftigen möchtest, aber die gleichen Farben wie ich haben möchtest, habe ich fertige, bewährte Rezepte, alle Links in der Beschreibung. Ach ja, wenn du die Röhrchen färbst, vergiss nicht, sie vor dem Flechten zu befeuchten. Dann ist das Flechten einfacher. Nach dem Befeuchten wickle die leicht feuchten Röhrchen in eine Tüte oder Haustierwindeln ein, damit sie nicht austrocknen und lass die Spitzen trocknen. So, jetzt ist es wirklich Zeit zu flechten. Also, womit fangen wir an? Und wir fangen mit dem Flechten eines viereckigen Bodens an. Schau, ich werde nach einer Form flechten. Hier ist sie, meine Universalform für alle viereckigen Körbe. Ich markiere die Grenze des zukünftigen Bodens direkt auf der Bastelmatte. Oh, was ist das? Ein flauschiger Helfer eilt zur Hilfe. Na klar, ohne ihn geht es ja nicht. Okay, wir machen weiter. Jetzt müssen wir die Ständer aufstellen. Wir stellen die vertikalen Ständer entlang der Breite innerhalb des markierten Quadrats auf. Ich stelle sie in einem Abstand von etwa 2 cm auf, das ist der optimale Abstand. Nicht zu breit, aber auch nicht zu dicht. Okay, ich habe sie aufgestellt und auf dem Malerkrepp markiert, wo die Ständer stehen werden. Im Prinzip könnten wir schon mit dem Flechten beginnen, aber es gibt eine Nuance. Bevor ich diesen Korb angefangen habe zu flechten, habe ich mir schon vorgestellt, mit welchem Muster ich flechten werde und wie der fertige Korb aussehen wird. Und am Ende des Flechtens habe ich geplant, einen neuen durchbrochenen Randabschluss zu machen. Dafür müssen die Ständer lang sein. Also, um mich später nicht mit dem Verlängern der Ständer herumzuschlagen, habe ich beschlossen, sofort mit langen Ständern zu flechten. Ich persönlich finde das einfacher. Okay, aber wie macht man die Röhrchen dann? Das ist ganz einfach. Schau, du spitzt ein Ende eines Röhrchens an, gibst einen Tropfen Universalkleber auf das breite Ende eines anderen Röhrchens und steckst das dünne Ende bis zum Anschlag in das breite Ende. Fertig, das Röhrchen ist lang geworden. Diesen Vorgang nenne ich das Verlängern der Zeitungsröhrchen. Während des Flechtens werden wir die Länge der Röhrchen jedes Mal verlängern, wenn sie kurz werden. Und diese Verlängerung ist immer gleich. Nun einen Moment verlängere ich die Länge für alle Röhrchen, die meine Ständer sein werden. Sobald alle Ständer lang sind, fixiere ich sie mit Klebeband an ihren Plätzen, damit sie während des Flechtens nicht verrutschen. Okay, die vertikalen Ständer sind fixiert. Lasst uns mit dem Flechten beginnen.
Wir werden die Ständer mit neuen Röhrchen umwickeln, die ich Arbeitsröhrchen nenne. Also ich verlängere sofort die Länge des neuen Arbeitsröhrchens. Und ich biege es in der Mitte. Ich wickle es um den äußersten linken Ständer. Und jetzt stellen wir uns vor, dass diese hervorstehenden Schwänzchen unsere Arbeitsröhrchen sind. Es sind jetzt zwei Enden, wie du siehst. Wir beginnen mit dem Muster gerader Zopf mit 2 Arbeitsröhrchen zu flechten. Dieses Muster wird mit 2 Arbeitsröhrchen gleichzeitig geflochten. Schau, das linke legen wir über das rechte Arbeitsröhrchen und führen es hinter den benachbarten rechten Ständer. Okay, jetzt lassen wir dieses Röhrchen in Ruhe und beginnen wieder mit dem linken. Wir wiederholen genau das Gleiche. Und wir flechten so bis zum Ende der Reihe. So, wir haben eine Reihe geflochten, jetzt müssen wir irgendwie die zweite Reihe beginnen und vielleicht auch die nächsten. Es ist ziemlich einfach, wir drehen die Arbeitsröhrchen einfach um und flechten in die entgegengesetzte Richtung. Damit die Drehung ordentlich ist, drehen wir zuerst das rechte Röhrchen. Es ist unter dem Ständer. Und dann das verbleibende Röhrchen. Jetzt flechten wir in die entgegengesetzte Richtung. Aber zuerst verlängere ich die Länge der Arbeitsröhrchen, da sie schon kurz sind. Also, da wir in die entgegengesetzte Richtung flechten, sind die Handlungen etwas anders. Wir beginnen mit dem rechten Röhrchen. Wir legen das rechte Röhrchen über das linke Röhrchen und führen es hinter den benachbarten linken Ständer. Das ist der ganze Unterschied. Wir flechten weiter bis zum Ende der Reihe. Sobald wir das Ende der Reihe erreicht haben, drehen wir wieder um. Wir drehen zuerst das um, das unter dem Ständer ist, und dann das zweite Röhrchen. Im Allgemeinen flechten wir nach diesem Prinzip in einer Schlange bis zur gewünschten Höhe, ohne etwas zu ändern. Also, wenn man genau hinsieht, dann verläuft bei dieser Flechtweise jede neue Reihe in einer Schlange und wir flechten nur die Ständer, die am Anfang aufgestellt wurden. Und was ist mit den anderen beiden Seiten? Wir haben ja einen quadratischen Korb, also muss es 4 Wände geben. Wenn du meine vorherigen Tutorials zum Flechten quadratischer Körbe gesehen hast, ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass ich darin zeige, wie man beim Flechten des Bodens Sofortständer für alle 4 Seiten formt. Tatsächlich gibt es viele Möglichkeiten, einen quadratischen Boden zu flechten. Eine davon ist, sofort Ständer für alle Seiten zu formen. Das ist eine zuverlässigere Methode, aber das Flechten des Bodens auf diese Weise ist etwas schwieriger. Man muss sofort alles durchdenken und berechnen. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, die wir jetzt verwenden, wo wir zuerst rein in einer Schlange flechten und erst dann die fehlenden Ständer hinzufügen. Ich denke, diese Option ist einfacher, besonders wenn man bedenkt, dass das Musterzopf nicht das einfachste ist. Aber wenn dich andere Möglichkeiten zum Flechten quadratischer Böden interessieren, schau dir unbedingt meine Playlist Quadratische Körbe an. Dort sammle und zeige ich nach und nach auch andere Techniken und Methoden zum Flechten quadratischer Körbe. Übrigens, wenn dir meine Videos gefallen, vergiss nicht, einen Daumen hoch zu geben, einen Kommentar zu schreiben und natürlich den Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast.
All diese Aktivität lässt die YouTube-Algorithmen verstehen, dass der Inhalt nützlich und interessant ist und dann werden meine Videos anderen Zuschauern empfohlen. Und für mich ist das einfach eine riesige Motivation, noch mehr tolle Tutorials zum Flechten aus Zeitungen zu machen. Vielen Dank für deine Unterstützung, sie ist wirklich sehr wichtig. Okay, schau, ich habe den Boden für den Korb fast fertig geflochten. Und schau dir nur an, was für ein schönes Muster wir bekommen. Genau wie ein Zopf. Das verleiht dem Produkt natürlich eine besondere Note. Aber was kommt als nächstes? Wir flechten die letzte Reihe und lassen die Arbeitsröhrchen einfach so herausragen. Wir entfernen das Klebeband und beginnen, neue Ständer für die beiden verbleibenden Seiten hinzuzufügen. Zuerst verlängere ich die Länge des Röhrchens, damit es lang wird. Und dann schiebe ich es einfach durch das Geflecht und hake es am äußeren Ständer ein. Ich schiebe es bis zur Mitte und biege das Röhrchen in der Mitte. So haben wir einen Ständer hinzugefügt. Auf diese Weise werden wir die restlichen hinzufügen. Berechne den Abstand zwischen den Ständern so, dass er ungefähr dem der anderen Ständer entspricht. Das heißt, wenn die Ständer 2 cm voneinander entfernt sind, sollten die Ständer für diese Seiten auch in diesem Abstand voneinander sein. Sobald alle Ständer hinzugefügt sind und wir jetzt Röhrchen von allen 4 Seiten herausragen haben, gehen wir zum Flechten der Korbwände über. Wir befestigen unseren geflochtenen Boden an der Form. Man kann ihn mit Faden, elastischer Binde, Klebeband oder was auch immer befestigen. Hauptsache, die Form rutscht nicht. Und hier ist ein kleiner Lifehack, der mir persönlich den Flechtprozess sehr erleichtert. Bevor ich mit dem Flechten der Wände beginne, trockne ich oft die Ständer. Trockene Ständer sind steif und biegen sich nicht so leicht. Das erleichtert das Flechten. Ich drücke die Ständer einfach an die Wände der Form und fixiere sie in dieser Position. So trocknen die Ständer in vertikaler Position und das Flechten der Korbwände wird einfacher. Wenn die Ständer vollständig getrocknet sind, lasst uns mit dem Flechten der Korbwände beginnen. Also wie immer, markieren wir den Ständer, mit dem wir mit dem Flechten beginnen. Und die erste Reihe flechten wir mit einem voluminösen Muster aus 4 Arbeitsröhrchen gleichzeitig. Dafür fügen wir neue Röhrchen hinzu. Schau, auf der rechten Seite des Ständers spreizt sich das Geflecht mit einer Ahle etwas auseinander. An dieser Stelle stecke ich das Ende des neuen Röhrchens ein. Ein Arbeitsröhrchen wurde hinzugefügt. Jetzt fügen wir 3 weitere Röhrchen auf die gleiche Weise hinzu, jeweils eines rechts von den nächsten Ständern. Fertig, wir haben 4 Arbeitsröhrchen. Jedes befindet sich rechts von seinem Ständer. Und diese Ständer sind sozusagen schon von Arbeitsröhrchen besetzt, aber der nächste 5. Ständer ist noch frei. Schau, was wir machen. Wir nehmen das äußerste linke Arbeitsröhrchen. Dann kommt das über die anderen Arbeitsröhrchen. Dabei lassen wir die besetzten Ständer aus und führen es hinter den nächsten freien. In diesem Fall ist es der 5. Ständer. Okay, wir haben es geführt, wir lassen es in Ruhe. Wir nehmen wieder das äußerste linke Arbeitsröhrchen und wiederholen das gleiche. Legen es über die anderen Arbeitsröhrchen, überspringen die besetzten Ständer und führen es hinter den nächsten freien Ständer. So machen wir weiter, bis wir die Reihe fertig geflochten haben.
Und jetzt ein kleines Geheimnis, wie man den Korb ordentlicher macht. Wenn die Arbeitsröhrchen kurz werden, versuche die Verbindungsstelle der Verlängerung so zu berechnen, dass sie hinter dem Ständer liegt. Dann sieht es von der Vorderseite so aus, als ob der Korb aus unendlich langen Röhrchen geflochten wäre. Und alle Verbindungsstellen der Verlängerung befinden sich am Inneren des Korbs. Als wir den Boden geflochten haben, war diese Tatsache nicht kritisch. Eine Seite des Bodens bleibt immer unsichtbar, der Korb steht ja darauf. Und am Inneren liegt normalerweise auch etwas, sodass die Verbindungsstellen nicht so auffallen. Aber die Wände sind eine andere Geschichte, die immer sichtbar ist. Wenn man der Stelle der Verlängerung keine Aufmerksamkeit schenkt, fallen sie ins Auge. Also ein wenig Aufmerksamkeit für Details und der Korb wird noch ordentlicher aussehen. So, flechten wir weiter, bis wir den markierten Ständer erreichen. Dort zeige ich, wie man die Reihe nahtlos abschließt, sodass weder Anfang noch Ende sichtbar sind. Okay, die erste Reihe ist fast fertig. Lasst uns das Muster schließen, damit Anfang und Ende unauffällig sind. Siehst du, ich habe direkt vor dem markierten Ständer angehalten. Wir nehmen das äußerste rechte Arbeitsröhrchen. Wir überspringen 3 Ständer und führen es hinter den vierten. Das nächste rechte Röhrchen führen wir hinter den dritten Ständer, den dritten vom markierten. Jetzt hinter den zweiten und das letzte Arbeitsröhrchen führen wir hinter den markierten Ständer. So, die Arbeitsröhrchen sind an ihren Platz zurückgekehrt und das Muster ist nahtlos geworden, weder Anfang noch Ende sind sichtbar. Jetzt habe ich beschlossen, das Muster zu wechseln und das zu wiederholen, das auf dem Boden des Korbs war. Aber damit es genauso aussieht, brauchen wir einen kleinen Trick. Wir werden abwechselnd mit Paaren von Röhrchen flechten. Zuerst flechten wir eine Reihe gerader Zopf mit einem Paar, dann die nächste Reihe umgekehrter Zopf mit dem zweiten Paar. In dieser Kombination dieser beiden Muster erzeugen sie den gewünschten Effekt. Also, fangen wir an. Wir beginnen mit dem Flechten mit dem rechten Paar von Röhrchen. Du kennst das Muster gerader Zopf aus 2 Röhrchen bereits. Wir haben den Boden des Korbs damit geflochten, die Reihen, die von links nach rechts gingen. Das linke Röhrchen wird über das rechte Röhrchen gelegt und hinter den benachbarten Ständer geführt. So flechten wir bis zum Ende der Reihe. Genauer gesagt kurz vor der Stelle, an der das zweite Paar Röhrchen verblieben ist. Übrigens, an den Ecken habe ich andere Ständer als die restlichen. Dort sind es 4 Röhrchen und an den anderen Stellen 2. Aber einen Moment können wir das ignorieren. In 2 Reihen werde ich die überschüssigen Röhrchen abschneiden und einen Moment flechte ich weiter, wie es ist. Hier habe ich das zweite Paar Röhrchen erreicht. Jetzt werden wir die neue Reihe mit dem anderen Paar flechten. Es ist jetzt das rechte und das linke Paar Röhrchen werden wir vorerst nicht berühren. Diese Reihe wird das Muster umgekehrter Zopf aus 2 Röhrchen sein. Der Unterschied ist klein, aber wichtig. Im umgekehrten Zopf wird das linke Röhrchen unter das rechte Arbeitsröhrchen gelegt. Das heißt, wenn I am geraden Zopf das linke Röhrchen oben aufgelegt wird, dann I am umgekehrten unten. Das ist der ganze Unterschied. Wir machen weiter. Wir werden den ganzen Korb in diesem Rhythmus flechten. Eine Reihe, gerader Zopf, die nächste
umgekehrter Zopf. Hauptsache, wir verwechseln nicht, welches Paar welches Muster flechtet. Hier sind ein paar Lifehacks für dich. Du hast mich darum gebeten, aber ich erzähle sie dir trotzdem. Wenn du zum ersten Mal flechtest, versuche, verschiedene Farben für die Röhrchenpaare zu verwenden. Zum Beispiel eine Farbe für das Paar Arbeitsröhrchen, das den geraden Zopf flechtet, und eine andere Farbe für das Paar, das umgekehrt. So wirst du dich bestimmt nicht verirren. Nun, und wenn du einen einfarbigen Korb flechtest, halte einen Spickzettel bereit. Mache dir einfach Notizen, welche Reihe du beendet hast zum Beispiel. Der so etwas wie das rechte Paar sollte den geraden Zopf flechten. Das heißt, irgendwelche Notizen, damit du dich leichter orientieren kannst und beim Flechten nicht durcheinander kommst. Das ist besonders nützlich bei komplexen Mustern, bevor man eine Pause macht. So kannst du nach der Pause deine Notizen nachschauen und schnell wieder in den Flechtrhythmus finden. Nun, ich flechte diese beiden Muster abwechselnd weiter, bis ich die gewünschte Höhe des Korbs erreicht habe. Ach ja, fast vergessen. Schau, nach 3 Reihen sind alle Ständer bereits sicher befestigt, sie stehen bereits von selbst an ihren Plätzen und es ist möglich, alle Ständer einheitlich zu machen, nämlich die überschüssigen Röhrchen in den Ständern an den Ecken abzuschneiden. Ich schneide sie nah an der Reihe ab und flechte weiter. Nun, das ist am Prinzip alles. Danach ist das ganze Flechten ziemlich eintönig und nichts ändert sich. Also lasst uns direkt zum Finale übergehen. Also ich habe die gewünschte Höhe erreicht. Es ist Zeit, das Flechten abzuschließen und die Arbeitsröhrchen werden nicht mehr benötigt. Jetzt verstecken wir sie unauffällig und sicher. Also das erste Paar Arbeitsröhrchen, das wir nicht mehr brauchen, verstecken wir am Geflecht links vom 3. und 4. Ständer. Nichts Kompliziertes. Stell dir einfach vor, du flechtest weiter, aber anstatt das Arbeitsröhrchen hinter den Ständer zu führen, versteckst du das Ende links vom Ständer. Zuerst das eine Röhrchen und dann das zweite. Und das ist alles. Aber wir haben noch ein paar Arbeitsröhrchen. Wir flechten damit bis zum Ende der Reihe und verstecken die Schwänzchen analog, links vom 1. und 2. Ständer. Nachdem alle Arbeitsröhrchen versteckt sind, machen wir einen schönen Randabschluss. Damit der Randabschluss jedoch glatt und ordentlich wird, müssen die Ständer flexibel sein, also leicht feucht. Wie du dich erinnerst, habe ich vor Beginn des Flechtens der Wände die Ständer absichtlich in vertikaler Position getrocknet. Sie sind bei mir schon lange vollständig trocken. Aber das ist korrigierbar. Wir schicken den Korb einfach in ein warmes Bad. Im Allgemeinen tauchen wir die Ständer einfach in warmes Wasser und lassen sie dort, bis sie flexibel werden. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie lange der Korb am Wasser war. Ich habe heißes Wasser auf den Boden der Badewanne gegeben und den Korb regelmäßig gedreht. Gleichzeitig habe ich die Ständer abgetastet, ob sie ausreichend befeuchtet sind oder nicht. Sobald die Ständer weich werden, nehmen wir sie aus dem Wasser und lassen das überschüssige Wasser abtropfen. 10 bis 20 Minuten reichen aus. So einfach kann man sogar Ständer wieder befeuchten. Aber diese Methode funktioniert nur, wenn die Zeitungsröhrchen behandelt sind. Mit unbemalten und unbehandelten Röhrchen funktioniert das nicht. Ich denke, du verstehst selbst. Farbschichten und Holzlack auf den Röhrchen wirken wie eine Rüstung beim Kontakt mit Wasser. Und behandelte Zeitungsröhrchen werden von innen befeuchtet, nicht von außen. Okay, lasst uns weitermachen. Ich sage jetzt ein paar Worte. Als ich mit dem Randabschluss begann, war der Speicher meiner Kamera voll und die Aufnahme wurde abgebrochen. Ich habe es leider erst viel später bemerkt. Aber ich habe beschlossen, genau den gleichen Randabschluss in Form eines Zopfs zu wiederholen, wie ich ihn für diese Wanddekoration gemacht habe. Deshalb werde ich am Beispiel dieser Wanddekoration das Prinzip dieses Randabschlusses erklären. Also der einzige Unterschied besteht darin, dass in dieser Wanddekoration ein Ständer aus 3 Röhrchen besteht, während in unserem quadratischen Korb ein Ständer 2 Röhrchen hat. Man kann von jeder beliebigen Stelle beginnen. Wir nehmen den ersten beliebigen Ständer und schauen jetzt, wir führen ihn hinter den 2. Ständer, führen ihn vor den 3. Ständer und wieder hinter den 4. Ständer. Fertig! Wir haben ihn hinter den 4. Ständer geführt und die Schwänze am Inneren gelassen. Wir machen weiter.
Wir nehmen den nächsten Ständer und wiederholen genau die gleichen Schritte. Das Prinzip ist hinter, vor, hinter. Übrigens, ein kleiner Tipp, wenn du die ersten beiden Ständer biegst. Lass kleine Lücken zwischen ihnen. Siehst du, wie bei mir ein kleiner leerer Raum an der Basis der Ständer entstanden ist? Diese Löcher werden uns nützlich sein, wenn wir diesen Randabschluss schließen. Und das ist alles, wir machen so bis zum Ende weiter. Dieser Randabschluss ist sehr einfach, sieht aber effektvoll aus. Ich habe ihn so lange angeschaut und mich nie getraut, ihn auszuprobieren. Es stellte sich heraus, dass es viel einfacher war, als ich anfangs dachte. Im Allgemeinen, ich denke, du hast das Prinzip verstanden. Lass mich dir zeigen, wie man diesen Randabschluss nahtlos schließt. Also, hier sind die letzten beiden Ständer. Achte auf das Loch unter dem ersten Ständer, den wir gebogen haben. Wir haben dort absichtlich ein Loch gelassen. Also, wir nehmen den linken Ständer, führen ihn zuerst hinter den rechten Ständer und führen ihn vorne durch genau dieses Loch. Und den letzten Ständer führen wir jetzt durch die Löcher des ersten und zweiten Ständers. Zuerst führen wir die Schwänze von hinten durch die erste Schlaufe, der erste Ständer zu uns. Und dann führen wir die Schwänze sofort durch die zweite Schlaufe nach innen. Uff, fertig! Der Randabschluss ist fertig. Ziehe von der Innenseite alle Schwänze fest, um den Randabschluss fester zu machen. Und alles, was bleibt, ist die überschüssige Länge aller Schwänze abzuschneiden. Zur Sicherheit kannst du die Schwänze mit Kleber festkleben. Das ist alles, wir machen weiter. Okay, unser Körbchen ist fast fertig. Lasst uns eine innere Trennwand machen. Damit lassen sich verschiedene Gegenstände bequem aufbewahren und sie vermischen sich nicht. Als nächstes suchen wir uns den Bereich I am Korb aus, wo die Trennwand sein soll. Um die Größe der Trennwand zu bestimmen, messen wir erstmal den Korb ab. 2 Maße sind entscheidend. Das Wichtigste ist die Höhe des Korbs. Sie wird die Breite der Trennwand. Der zweite Parameter ist die Länge der Trennwand. Wir messen die Wand, an der sie sich befinden wird. Und jetzt ist es nur noch eine Kleinigkeit: Flechten die Trennwand. Das Prinzip ist dem Flechten des Bodens sehr ähnlich. Wir stellen die Ständer auf und flechten einfach einen schmalen, langen Boden. Noch ein kleiner Lifehack. Verdammt, das Video wird zu einem einzigen Lifehack. Bei jedem Schritt teile ich hier Geheimnisse. Kurz gesagt, damit die Trennwand ein gleichmäßiges Rechteck und kein Trapez wird, verwende an den Rändern Ständer aus doppelten Röhrchen.
In der Mitte ist das nicht so wichtig, aber an den Rändern können die Ständer bei häufigen Drehungen leicht schief werden. Wenn du etwas zu fest oder zu locker ziehst, verschieben sich die Ränder. Also, wenn die Ständer mindestens doppelt sind, sind sie am Vergleich zu einfachen stabiler. Okay, lasst uns flechten. Du kannst das Muster gerader Zopf wiederholen wie ein Boden. Aber ich habe beschlossen, für die Trennwand das Muster Kattun zu flechten. Bei 3 Ständern ist der Zopf meiner Meinung nach eher umständlich als schön. Das Muster Kattun ist das einfachste und sparsamste Muster. Du flechtest mit deinem Röhrchen, du wechselst deine Position ab, mal vor dem Ständer, mal dahinter. Die Drehungen sind genauso einfach. Du drehst das Röhrchen und flechtest in die entgegengesetzte Richtung. Im Allgemeinen ist das Prinzip sehr einfach. Ich habe mich verplappert und vergessen zu sagen, wie ich das Arbeitsröhrchen ins Flechten eingeführt habe. Im Allgemeinen habe ich ein kleines Schwänzchen außerhalb des Geflechts gelassen. Links. Aber als es Zeit für die erste Drehung über diesem Schwänzchen war, habe ich es einfach an den äußeren Ständer gedrückt. Hier ragt es immer noch am äußeren linken Ständer heraus. Also ich werde jetzt noch ein paar Reihen flechten, es wird mehr Drehungen geben und sie werden das Schwänzchen fixieren. Und das ist alles, das Schwänzchen ist fixiert, das Überflüssige kann abgeschnitten werden. Und wir flechten weiter bis zur gewünschten Höhe. Also, die Höhe passt mir. Lasst uns das Schwänzchen des Arbeitsröhrchens verstecken und die Trennwand befestigen. Wir verstecken das Schwänzchen wie immer, seitlich vom Ständer, am Inneren des Geflechts. Und jetzt bleibt nur noch, unsere Trennwand am Körbchen zu platzieren. Diese langen Enden der Ständer führen wir einfach durch die geflochtenen Wände des Körbchens. Okay, sobald du die Trennwand eingesetzt hast, befinden sich die Enden der Röhrchen außerhalb des Körbchens. Das sieht irgendwie nicht sehr schön aus. Lasst uns das korrigieren. Wir ziehen diese Enden jetzt ein wenig durch das Geflecht und haken sie am nächsten Ständer ein. So hält die Trennwand sicherer und wir führen die Enden in das Innere des Körbchens. Wir machen das auf einer Seite und dann entsprechend auf der anderen Seite. Und am Inneren des Körbchens schneiden wir diese Enden einfach ab und kleben sie fest. Und der letzte Schliff, lasst uns noch Griffe hinzufügen. Wir machen ganz einfache Griffe. Nimm mehrere Röhrchen und drehe sie spiralförmig zusammen. Je mehr Röhrchen du nimmst, desto dicker wird der Griff. Wir legen die Röhrchen an die Wand des Körbchens. Suche eine Stelle, an der ein Ständer verläuft. So wird es sicherer und lege es direkt über den Ständer. Jetzt nähen wir sozusagen den Griff mit einem neuen Röhrchen am Körbchen fest. Ich glaube, hier muss ich nichts erklären, es ist alles klar.
Wir schneiden alle Enden ab, kleben sie fest und der Griff ist fertig. Der zweite Griff wird genauso gemacht. Das ist es eigentlich. Unser Körbchen ist komplett fertig. Aber wenn du möchtest, dass das Körbchen lange hält, vergiss nicht, es zu lackieren. Ich hatte noch keine Zeit, dieses Körbchen mit Holzlack zu lackieren. Normalerweise lackiere ich mehrere auf einmal. Aber ich habe ein tolles Video auf meinem Kanal, das sich genau mit dem Thema Lackierung befasst. Dort erkläre ich ausführlich, welche Lacke am besten geeignet sind, wie der gesamte Prozess abläuft und teile natürlich meine Lifehacks. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Wenn dich dieses Video zur Kreativität inspiriert hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, um nichts Neues und Nützliches zu verpassen. Bis zu neuen Videos. Tschüss!